Hallo Freunde. Kapitel 1. Das Leben von Eugenia war wie eine perfekte Vase aus feinstem Kristall, schön, sonor, aber zum Wahnsinn zerbrechlich. Nur eine peinliche Bewegung, und jetzt fliegen scharfe Scherben in alle Richtungen, die sich am Herzen verletzen. Diese Vase war ihre Ehe mit Dmitri. 7 Jahre. 7 Jahre gemeinsamen Morgenkaffee, abends über dumme Witze lachen, Unterstützung in schwierigen Momenten und ruhiges Glück durch die bloße Anwesenheit des anderen. Sie waren die gleichen Dmi und Xenia, über die Freunde mit leichtem Neid sprachen, das würde uns auch so gehen. Dmitri war ein erfolgreicher Architekt, der mit seinem Kopf in die Arbeit ging. Eugenia ist Innenarchitektin und arbeitete oft von zu Hause aus. Ihre Wohnung war ihr Stolz, jede Ecke atmete Gemütlichkeit und Liebe. Abends saßen sie gerne auf dem geräumigen Balkon, tranken Wein und blickten auf die Lichter der Stadt. »Frau, du hast keine Ahnung, was für ein Tag heute war«, sagte Dmitri und fiel müde in den Korbstuhl. Dieser Kunde hat im letzten Moment wieder alles verändert. »Nichts, du schaffst es«, lächelte Eugenia und gießt ihm ein Glas Rot ein. »Du bist mein Genie. Erinnerst du dich an unser erstes gemeinsames Projekt? Die Datscha? Du hast damals auch zerrissen und geworfen, und am Ende hast du ein Meisterwerk bekommen. Weil du da warst, nahm er ihre Hand und küsste sie auf das Handgelenk. Du bist mein Talisman. Diese Momente waren für sie alles. Sie überzeugten sie, dass sie glücklich war. Aber in den letzten Monaten hat sich etwas geändert. Dmitri wurde verschlossener, blieb häufiger bei der Arbeit, sein Telefon, das er früher ohne Rücksicht auf den Tisch zurückgelassen hatte, war jetzt immer mit dem Bildschirm nach unten dabei. Der erste Riss an ihrer Kristallvase erschien an einem normalen Dienstag. Eugene suchte im Tablet ihres Mannes nach alten Zeichnungen für ihre neue Bestellung und öffnete versehentlich den Browserverlauf. Unter den Anfragen nach Beton- und Hochhausprojekten wurde ein Link zur Website des Juweliergeschäfts angezeigt. Nicht nur eine Website, sondern eine Seite mit Ringen. Mit Trauringen. Das Herz von Eugenia schlug öfter ein. Der Hochzeitstag war erst 4 Monate später. Vielleicht eine Überraschung? Sie lächelte, aber etwas im Inneren drückte sich zu einem kalten Klumpen zusammen. Warum hat er sie im Inkognito-Modus gesehen? An diesem Abend versuchte sie, ihn vorsichtig zu befragen. Dima, erinnerst du dich daran, wie wir unsere Ringe ausgesucht haben? Sie fragte ihn, als sie ihm zusah, wie er in der Küche den Salat schneidet. Er hat für eine Sekunde gefroren. Natürlich. Du hast damals alle Ringe in der Stadt durchmessen und am Ende das einfachste gewählt, lächelte er, aber das Lächeln kam nicht in die Augen. Es war irgendwie mechanisch. Möchtest du etwas anderes? Vielleicht neu? Modern? Warum? Unsere sind perfekt, legte er das Messer hin und kam heran, umarmte sie. Alles ist perfekt. Erfinden Sie es nicht. Der Satz erfinde es nicht, hat es lebend durchgeschnitten. Sie war immer sensibel, und er hat sich immer darüber lustig gemacht und liebevoll meine Panikmache genannt. Aber jetzt klang in seinen Worten keine Zuneigung, sondern eine Irritation. In jener Nacht, während Dmitri im gleichmäßigen Schlaf des Gerechten schlief, lag sie und starrte an die Decke. Die Angst, schwarz und klebrig, ist in die Seele gekrochen. Sie dachte, sie würde verrückt werden. Er hat ein kompliziertes Projekt, er ist müde. Und sie, wenn sie zu Hause sitzt, dreht sich um. Wir müssen zur Arbeit ins Büro gehen, etwas tun, dachte sie, als sie am Morgen einschlafte. Aber ein paar Tage später wurde der Riss breiter. Sie hat seine Jacke gewaschen und seine Taschen überprüft und einen Scheck aus einem teuren Restaurant gefunden. Das Datum erinnerte sie sich perfekt. An diesem Abend sagte er werde mit Kollegen verweilen und das Layout analysieren. Kollegen. Restaurant für 2 Personen. Abendessen für einen Betrag, der ihrem Monatsgehalt entspricht. Eugenes Hände zitterten. Sie fiel im Badezimmer auf den Boden und drückte ein unglückliches Papierfetzen in die Finger. Es war keine Paranoia mehr.
Das war ein Beweis. Aber ein Beweis für was? Verrat? Der Gedanke schien so ungeheuerlich zu sein, dass ihr Bewusstsein sich weigerte, ihn zu akzeptieren. Nein, nicht Dmitri. Er konnte es nicht. Er hat sie geliebt. Er hat sie erst vor einer Woche auf ihr Handgelenk geküsst. Sie hob ihre Augen auf und sah ihr Spiegelbild im Spiegel. Ein blasses, verängstigtes Gesicht mit blauen Flecken unter den Augen. Erfinde es nicht, halte es in meinem Kopf. Aber sie hat es sich nicht mehr ausgedacht. Sie begann zu folgen. Kapitel 2. Die nächsten 2 Wochen lebte Eugene wie im Nebel. Sie wurde zum Schatten ihres eigenen Mannes. Ich habe sein Telefon überprüft, als es unter der Dusche war. Das Passwort hat er zu ihrer Überraschung nicht geändert. Ich habe seine E-Mails unter dem Vorwand gelesen, die Rechnung auszudrucken, und ich habe sein Auto über eine App überwacht, die sie einst aus Sicherheitsgründen installiert haben. Dmitri war wie auf Nadeln. Er fing an, sie öfter anzurufen und zu fragen, wie ihr Tag war, was sie tat. Früher wärmten solche Anrufe sie auf, jetzt schienen sie wie ein Test zu sein. Um zu überprüfen, wo sie ist und ob sie mit etwas Verdächtigem beschäftigt ist. Frau, ich bin heute wahrscheinlich spät dran. Ein Treffen, sagte er eines Morgens und küsste sie auf die Wange. Gut, lächelte sie und spürte, wie Gänsehaut über den Rücken lief. Sei nicht müde. Sobald die Tür dahinter geschlossen war, öffnete sie die App. Sein Auto stand vor dem Büro. Nach einer Stunde zog sie in einen Schlafbereich, in dem sie weder Projekte noch Kunden hatten. Und sie blieb 3 Stunden dort. Eugenia fühlte sich verrückt. Sie rief ihre beste Freundin, Ira, an. Ich glaube, Dima täuscht mich an. Was? Die Ira ist explodiert. Das kann nicht sein. Er betet für dich. Hast du irgendwelche Beweise? Ich habe einen Scheck aus dem Restaurant gefunden. Er war nicht im Büro, das Auto stand an einem Haus. Vielleicht bereitet dir eine Überraschung vor? Ich habe versucht, eine logische Erklärung für die Ira zu finden. Der Jahrestag kommt bald. Überraschung mit Ringen und Abendessen im Geheimen? Die Stimme von Eugenia hat gezittert. Nein, Ira. Das ist etwas anderes. Sie legte auf und erkannte, dass sie nicht mehr in Unwissenheit leben konnte. Sie muss es mit eigenen Augen sehen. Und der Fall stellte sich vor. Am Freitag teilte Dmitri mit, dass er zu einem Treffen mit dem Kunden in die Vororte reist. Eugenia, deren Herz irgendwo im Hals klopfte, rief ein Taxi und folgte ihm. Sie saß auf dem Rücksitz und sah zu, wie Dmitris vertraute Limousine durch die Straßen schlängelte. Dreh dich um, flehte sie ihn mental an. Geh ins Büro. Beweisen Sie, dass ich verrückt bin. Aber er drehte sich nicht um. Er rollte in eine gepflegte Wohnanlage und blieb am Eingang stehen. Eugene befahl dem Taxifahrer, 100 Meter weiter anzuhalten. Sie sah zu, wie er aus dem Auto stieg, seine Jacke korrigierte. Er war konzentriert, sogar streng. So hat sie ihn selten gesehen. Und dann öffnete sich die Eingangstür, und sie ging nach draußen. Jung, vielleicht 25 Jahre alt, in einem eleganten Kleid. Aber das hat Eugenia nicht auf sich aufmerksam gemacht. Sie war schwanger. Sehr schwanger, im letzten Monat, wenn nicht in der letzten Woche. Eugene hat gefroren. Die Welt hat sich auf das Bild hinter dem Glas des Taxis verengt. Sie sah, wie Dmitri dem Mädchen lächelte, wie er sanft seine Hand auf ihren Bauch legte. Wie ich ihr geholfen habe, ins Auto zu steigen. Sein Gesicht war zu diesem Zeitpunkt mit solcher Zärtlichkeit und Sorgfalt gefüllt, von der Eugene alles im Inneren abbrach und kalt wurde. Sie kann sich nicht erinnern, wie sie nach Hause kam. Sie saß im selben Wohnzimmer, das ihr am Morgen wie eine Festung des Familienglücks aussah, und schaute an einen Punkt. Ich habe nicht geweint. Es gab keine Tränen. Es gab nur Leere, schwarz und bodenlos. Er hat sich nicht nur verändert. Er hatte ein anderes Leben. Ein anderes, fast bereit,
geboren zu werden, Baby. Der Verrat war kein Ansturm, keine zufällige Verbindung. Es war geplant, aufgebaut, grundlegend. Er baute ein neues Haus, während sie das alte naiv schmückte und dachte, dass sie für immer darin wohnte. Als Dmitri nach Hause kam, war es zu spät. Xenia? Bist du wach? Er schaltete das Licht im Wohnzimmer an und schauderte zu, als er sie sah. Sie hob langsam seine Augen auf ihn. Wie war das Treffen mit dem Kunden? Sie fragte mit glatter, lebloser Stimme. Er hat vor der Haustür gefroren. Etwas in ihrem Ton, in ihrem Blick hat ihn gewarnt. Normal. Wir besprechen alles. Ich bin schrecklich müde. Ja, sagte Eugenia leise. Das muss sehr anstrengend sein. Sich gleichzeitig um 2 Familien zu kümmern. Im Wohnzimmer hing die Trauerruhe. Dmitri ist blass geworden. Was redest du da? Ich habe sie gesehen, Dima. Ich habe dich mit ihr gesehen. Sie ist sehr hübsch. Und wird bald Mutter werden. Gratuliere. Sie sagte es so leise, dass sie selbst Angst hatte. In ihr tobte ein Harriken, und draußen war ein Eisbrocken. Dmitri sah sie schweigend an. Seine ganze selbstbewusste Ruhe ist verschwunden. Er wurde erwischt. Und er hat es verstanden. Xenia. Er machte einen Schritt zu ihr, aber sie stand plötzlich auf. Bleib weg. Nie. Komm nicht wieder zu mir. Und sie ging ins Schlafzimmer und schlug die Tür hinter sich zu. Zum ersten Mal seit 7 Jahren hat sie es mit einem Schlüssel verschlossen. Das Klingeln der Schlossdrehung klang wie ein Satz aus. Ein Urteil für ihre Ehe. Ihre Liebe. Ihre Kristallvase, die gerade in Stücke zerbrochen ist. Kapitel 3. Die Nacht hinter verschlossener Tür war die längste in ihrem Leben. Sie schlief wach und hörte auf jedes Geräusch vor der Tür. Dmitri hat nicht versucht zu brechen. Zuerst hörte sie seine Schritte, dann das laute Klingeln des zerbrochenen Glases, er hat anscheinend etwas Schweres geworfen, dann die Stille. Am Morgen kam sie heraus und sammelte all ihre Würde. Er saß gebeugt in der Küche, mit roten Augen vor Schlaflosigkeit. Unberührter Kaffee stand auf dem Tisch. Xenia, wir müssen reden, war seine Stimme heiser. Es gibt nichts zu reden, ging sie zur Kaffeemaschine, ohne ihn anzusehen. Die Hände zitterten nicht. Sie wunderte sich darüber. Du hast alles durch deine Handlungen gesagt. Es ist nicht so einfach. Er sprang auf, und die Verzweiflung brach in seiner Stimme aus. Du verstehst es nicht. Erkläre es, sagte sie kalt und drehte sich zu ihm um. Tu mir diesen Gefallen. Erkläre, wie du einen Mann, der dir vertraut, 7 Jahre lang anlügen kannst. Wie kannst du mich küssen, wenn du weißt, dass du eine schwangere Geliebte in einem anderen Viertel der Stadt hast? Sie heißt Alice, flüsterte er. Und es ist keine Geliebte. Eugenia schnaubt. Ein bitteres, schweres Grinsen. Und wer? Schwester aus einem Unglück? Ich hätte sie heiraten sollen. Es herrschte Stille in der Luft, dicht und klingelnd. Eugenia spürte, wie der Boden unter ihren Füßen wegging. Was? Alice und ich haben uns vor 3 Jahren kennengelernt. Ihr Vater ist mein Hauptinvestor. Jemand, dem ich diese Firma überhaupt zu verdanken habe. Es ist schon lange her. 3 Jahre? Eugenie sank langsam auf den Stuhl. Du hast 3 Jahre ein Doppelleben geführt? Anfangs war es nur eine Verbindung. Aber dann hat es ihr Vater herausgefunden. Er ist ein Mann alter Regeln. Entweder heirate, oder ich werde dein Geschäft zerstören. Und das Geschäft ist alles, was ich habe. Das ist mein Leben. Und ich? Eugene hat ausgeatmet. Was war ich? Landschaft? Ich habe dich geliebt. Ich liebe. Er schrie jetzt, und Tränen standen in seinen Augen. Aber ich war gefangen. Ich konnte nicht alles verlieren. Und dann wurde Alice schwanger, und ihr Vater stellte ein Ultimatum.
Entweder werde ich mich von dir scheiden lassen und sie heiraten, bevor das Kind geboren wird, oder er wird es so machen, dass ich nie wieder in meinem Leben ein einziges Gebäude errichten werde. Eugene hörte zu und glaubte ihren Ohren nicht. Es war schlimmer als nur Verrat. Es war ein abscheulicher, kalkulierter Deal. Er hat ihre Ehe für eine Karriere verkauft. Und wann wolltest du es mir mitteilen? Sie fragte in eisigem Ton. Am Tag der Malerei? Oder würde er eine Postkarte schicken? Es tut mir leid, Liebes, ich habe einen anderen geheiratet, aber wir bleiben Freunde. Ich wusste nicht, wie ich es dir sagen soll. Ich habe versucht, einen Ausweg zu finden. Ich dachte. Du hast nicht nachgedacht. Sie unterbrach ihn, und schließlich brach in ihrer Stimme der ganze angesammelte Schmerz und die Wut durch. Du hast an dich gedacht. Über ihre Firma. Du hast zugesehen, wie ich unsere Pläne aufbaute, wie ich an uns glaube, und zur gleichen Zeit hast du einen Ring für eine andere Frau gewählt. Du hast sie in Restaurants gefahren, du hast ihren Bauch berührt. Du bist ein Arschloch. Sie hat es ohne zu schreien gesagt. Leise. Und das war noch schlimmer. Dmitri ist still. Er verstand, dass keine Ausreden funktionierten. Was wirst du tun? Er fragte nach der Pause. Gehe. Heute Abend. Ich reichte die Scheidung ein. 10 Jahre, warte. Das Geld. Die Wohnung. Wir können alles besprechen. Besprechen Sie das mit Ihrer neuen Frau, stand sie auf und ging ins Schlafzimmer, um Dinge zu sammeln. Sie ist zu Ira gegangen. Sie, nachdem sie die ganze Geschichte gelernt hatte, schimpfte zuerst, weinte dann schimpfte sie wieder. Eine Woche später kam der Anwalt von Dmitri. Er bot eine großzügige finanzielle Entschädigung für die schnelle und geräuschlose Scheidung an. Eugene hat alles unterschrieben. Es war ihr widerlich, zu verhandeln. Sie brauchte nur eines, diesen Mann aus ihrem Leben zu löschen. Sie fand eine neue Wohnung, fing an, neue Projekte anzunehmen. Äußerlich hat sie es geschafft. Aber nachts wurde sie von Albträumen geplagt. Sie wachte mit einem Schrei auf, in Tränen und spürte immer noch den Beigeschmack seiner Lügen auf ihren Lippen. Eines Tages fand sie ihr Hochzeitsfoto, als sie die alten Sachen in einer Schachtel durchsuchte. Sie und Dmitri blickten mit strahlenden, unbeschwerten Gesichtern in die Kamera. Zwei Narren, die nicht wissen, was sie erwartet. Sie hat das Foto nicht zerrissen. Sie legte es einfach wieder in die Schachtel und brachte es auf das Zwischengeschoss. Die Vergangenheit war tot. Er musste begraben werden. Sie stand am Fenster ihrer neuen, noch nicht bewohnten Wohnung und starrte auf einen fremden Hof. Es war schmerzhaft. Es tut unerträglich weh. Aber durch diesen Schmerz kam ein seltsames Gefühl, ein Gefühl der Freiheit, durch. Sie war keine betrogene Frau mehr. Sie war nur Eugenie. Und sie musste wieder herausfinden, wer sie war. Sie atmete tief durch und holte eine Tasse Tee. Ich musste weiterleben. Ein Schritt. Noch eins. Früher oder später musste sich die Wunde festziehen.